Das sind unsere Simson-Mopeds. Mittlerweile haben wir schon eine ganze Menge mit ihnen erlebt. Ich meine, wir sind damit einmal quer durch Deutschland, von Fulda bis an die Ostsee gefahren und haben viel über die DDR und die innerdeutsche Grenze gelernt. Eine Frage haben wir aber bislang ausgelassen. Was hat es eigentlich mit der Firma Simson auf sich und warum gibt es sie heute nicht mehr? Unsere Route führt uns daher heute als erstes nach Suhl, der Heimatstadt der Mopeds, wo sie bis zur Wiedervereinigung produziert wurden. Also schnell noch eine Tankstelle suchen und nichts wie los. Von Meiningen nach Suhl ist es zwar nicht weit, aber dafür sehr bergig. Guten Morgen! Wir haben unsere Mopeds gerade in Meiningen den Berg hochgequält, um dann auf der anderen Seite wieder ganz runter zu fahren und sind jetzt in Suhl angekommen, da wo unsere Mopeds in den 70er Jahren produziert wurden. Und wir wollen uns hier jetzt auf dem alten Werksgelände im Simson Gewerbepark einfach mal umschauen und vielleicht ein bisschen mehr über die Geschichte von unseren Schwalben und unserer S50 rausfinden. Also hier steht IFA-Kombinat VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälemann Suhl. Und hier wurde das Moped 1978 gebaut. Scheinbar war es nicht nur ein Mopedwerk, sondern die haben auch Jagdwaffen hier produziert. Außerdem steht nichts von der Firma Simson auf dem Typenschild. Und was ist eigentlich die VEB Ernst Thälmann? Fragen über Fragen. Fangen wir also am besten vorne an. Die Unternehmensgeschichte beginnt bereits im Jahr 1856, als sich das Suhler Waffengewerbe in der Krise befindet und die Brüder Loeb und Moses Simson Anteil an einem Stahlbetrieb erwerben. Die Geschäfte laufen dank ihres kaufmännischen Geschicks gut an und sie können sich schnell gegen andere Suhler Betriebe behaupten. Wie wir im Gespräch mit der Historikerin Dr. Ulrike Schulz erfahren haben, hat der Betrieb außerdem schon früh damit begonnen, sich breiter aufzustellen, um von der Waffenproduktion unabhängig zu werden. Und dann haben sie was gemacht, was relativ besonders war. Sie haben eben geschaut, wie sich diese Universalmaschinen und diese Spezialmaschinen, die man braucht, um eine Waffe zu bauen, wie sich die rentabler gestalten lassen. Also, dass sie nicht so abhängig davon waren, ob es nun Kriege gibt oder nicht. Das ist letztlich das, was dahinter steht. Und dann haben sie aus den Universalmaschinen geschaut, da stellt man Rohre her allgemein, da kann man eben auch zum Beispiel in die Fahrradindustrie einsteigen, weil man eben bestimmte Teile für eine Waffe genauso auch wie für ein Fahrrad gebrauchen kann. Und das ist sozusagen das, wie dieser Gemischtwarenladen Firma Simson entstanden ist. Ab 1911 stellt Simson schließlich auch Luxusautos her. Allerdings war die Produktion sehr aufwendig und teuer, weshalb es in diesem Geschäftsbereich eher um die Prestige als um den Gewinn ging. Ist sozusagen eines der berühmtesten Bilder, die es von diesem Unternehmen gibt, ist, dass die Firma Krupp eben so einen Simson Supra hatte. Also eines dieser Automobile. Darauf waren sie natürlich wahnsinnig stolz. Sie haben auch in diesen damals sehr beliebten Autorennen, Rallye Dakar und so weiter, da haben sie ihre Autos hingeschickt, um zu zeigen, wir sind ganz vorne mit dabei technologisch, aber eben in einem Segment, in dem man kein Geld verdienen konnte. Das brauchte man aber nicht, weil das hat man eben mit den anderen Produkten verdient. Mit diesem Geschäftsmodell ist das Unternehmen sehr erfolgreich und es entwickelt sich in den 1910er und 20er Jahren zum größten und wichtigsten Unternehmen in Suhl. Wie gut die Geschäfte in dieser Zeit liefen, lässt sich noch heute an den Dimensionen der ehemaligen Simson-Villa erahnen, auch wenn der Glanz längst verflogen und das Gebäude seit vielen Jahren dem Verfallen gewidmet ist. Die Simson-Villa wurde 1911 bzw. 1912 für die Fabrikantenfamilie Simson errichtet. Sie bietet 953 Quadratmeter Wohnfläche, umgeben von 7.644 Quadratmetern Grundstück. Insgesamt kam der Erfolg dieser Zeit also vor allem dadurch zustande, dass sich die Firma Simson sehr breit aufgestellt und viele unterschiedliche Waren in Massenproduktion hergestellt hat. Genau, dafür gibt es auch einen Fachbegriff, der heißt flexible Spezialisierung, da waren sie besonders gut. Und sie haben eben teils auf Massenprodukte gesetzt und das gar nicht unter ihrem Namen verkauft. Teils haben sie eben in einem ganz spezifischen Segment sogar in der Luxusindustrie mitgemacht, wie bei den Automobilen.
Und bei den Waffen, genau, haben sie sich sozusagen in der Range, in der das stattgefunden hat, so in der Mitte orientiert. Allerdings war der Erfolg der Familie nicht von langer Dauer, weil spätestens die Machtergreifung der Nationalsozialisten einen schweren Einschnitt für das jüdische Unternehmen bedeutete. Und diese Symbolkraft einer jüdischen Waffenfabrik, das hat natürlich hohe Wellen geschlagen, insbesondere auch im Gau Thüringen, von dem Sie ja wissen, dass er schon vor 1933 kam den NSDAP in Thüringen mit diesem Gauleiter Fritz Sauckel an die Macht. Das heißt, Thüringen war da eben sehr früh dran und deswegen gab es auch sehr, sehr früh die ersten Bedrängungen der Familie. Schon kurz nach Hitlers Machtergreifung wird der Familie die Kontrolle über das Unternehmen entzogen und sie wird immer stärker unter Druck gesetzt. Die Werke werden mehrfach umbenannt und produzieren als Gustloff-Werke schließlich Waffen für das NS-Regime. 1936 gelingt der Familie Simson glücklicherweise die Flucht in die USA. Nach dem Krieg gehen die Werke in den Besitz der Sowjetunion über und werden später an die DDR übergeben. Kann man also davon sprechen, dass die Familie Simson nach der Enteignung durch die Nationalsozialisten damit gleich ein zweites Mal enteignet wurde? In gewisser Weise ja und nein. Also nach 1945 war klar, dass alle Waffen- und Rüstungsfabriken auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reichs geschliffen werden, auf jeden Fall in der SBZ. Und nur diese Qualität des Gemischtwarenladens hat dieses Unternehmen davor bewahrt, dass es vollkommen geschleift worden wäre. Also könnte man auch die Geschichte anders erzählen. Aber die Simsons waren in den USA und hatten sich eben gerettet. 1944 haben beide Brüder die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und ich denke, da war dann sozusagen auch so ein gewisses Kapitel schon zu Ende. Also ich glaube nicht, dass sie sich vorgenommen hatten, nochmal zurückzukehren. Jedenfalls nicht in die SBZ. Sie haben aber zu bestimmten leitenden Angestellten eigentlich Zeit ihres Lebens Kontakt gehalten. Also es ist nicht so, dass es ihnen egal gewesen wäre. Aber ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, unter der sowjetischen Besatzungszone nochmal gefragt zu werden, was mit ihrem Unternehmen ist. So wurde der Betrieb 1952 als Simson-Werke neu gegründet und von der Sowjetunion in das Volkseigentum der DDR übergeben. Dabei wurde es Teil der Planwirtschaft und stellte vor allem Produkte des täglichen Bedarfs her. Der Fokus auf Technik blieb allerdings erhalten und es wurde ein sehr berühmtes Motorrad entwickelt. Und das ist die AWO 425. Und das ist sozusagen ein Betriebszweig, der dann wieder eingestellt worden ist, der aber ein bisschen schon auf dieses Ernst-Thälmann-Werk hinweist. Das heißt, die Sowjetunion hat dann auf eigene Kosten, auf eigene Entwicklungskosten eben ein Motorrad hergestellt. Und dafür war Simson, das alte Werk, im Grunde eigentlich nicht ausgerichtet. Aber hatte eben so viele findige Ingenieure, die noch aus dem Simson-Werk kamen, dass sie in der Lage waren, dieses Motorrad zu bauen. Und daher kommt überhaupt nur dieser Pfad. Auf diese Weise hat sich Simson von einem erfolgreichen Gemischtwarenladen der Jahrhundertwende schließlich zu einem Mopedhersteller in der DDR entwickelt. Gleichzeitig wurden die Suler Werke in immer größere Kombinate zusammengeführt, die unterschiedliche Unternehmen unter einem Dach vereinten. Auf diese Weise wollte man die Planwirtschaft in Schwung bringen und die DDR auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig machen. Die Zusammenlegung von Unternehmen ist auch der Grund dafür, dass auf dem Typenschild der Mopeds heute VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann steht und nicht Simson. Das VEB steht dabei übrigens für Volkseigener Betrieb. Und irgendwann ist das nochmal erweitert worden auf das IFA-Kombinat Suhl. Und da waren dann die Jagdwaffen, die Mopeds, die Motorräder aus Zschopau und die Fahrräder aus Sangerhausen. Alles unter einem Kombinatsdach. Da all diese Gewerbe unter einem Dach vereint waren, musste nach der Wende erst einmal geschaut werden, welche Ressourcen überhaupt zu welchem Betrieb gehören, bevor die Simson-Werke durch die Treuhand privatisiert werden konnten. Dazu wurde auch die Familie Simson kontaktiert. Es war dann die Frage, restituieren wir, also geben wir sozusagen in Geldwerten eine Kompensation oder geben wir den Betrieb zurück. Und natürlich wollte in dem Moment 1989, 90, was sollte man mit so einem Riesenbetrieb mit 70 Jahre alten Maschinen, mit teilweise unklaren Eigentumsverhältnissen, da ist, glaube ich, der Anreiz nicht so hoch.
nach Suhl zurückzugehen aus New York und zu sagen, jetzt bauen wir unser altes Werk wieder auf. Und dazu gab es auch keine Expertise mehr in der Familie. Trotzdem reichte die Familie ein eigenes Unternehmenskonzept für die Fortführung der Jagdwaffensparte bei der Treuhand ein, weil sie diese auf dem amerikanischen Markt für profitabel hielten. Am Ende des Bieterverfahrens erhielt jedoch eine Holding den Zuschlag, die das Unternehmen allerdings auch nicht weitergeführt hat. Es hat dann niemand was davon gehabt, weil diese Holding in Suhl im Grunde nie angetreten ist. Wahrscheinlich wurde das also als Immobilien oder auch sonst Spekulationsobjekt benutzt von dieser Holding. Und das war natürlich für diesen alten historischen Standort das Worst-Case-Szenario. Dadurch hat es der historische Betrieb am Ende leider nicht geschafft, die Wirren der Wiedervereinigung zu überstehen und sich langfristig am Markt zu behaupten. Wir bedanken uns bei Frau Dr. Ulrike Schulz für dieses ausführliche Interview und die vielen Details aus der Unternehmensgeschichte. Am Nachmittag wollen wir uns noch einige kleinere Gedenkstätten direkt an der Grenze anschauen. Zum Beispiel das Zweiländermuseum Rodachtal, das leider geschlossen ist, weshalb wir uns nur ein wenig auf dem Museumsgelände umschauen können. Danach geht es weiter zu einem alten Grenzturm mit Bunker am Ortsrand von Gompertshausen. Ohne Termin können wir zwar nicht in den Turm hinein, aber auch von außen bekommen wir einen ziemlich guten Eindruck von der kleinen Gedenkstätte, die hier mitten aus den goldenen Feldern herausragt. Einen längeren Zwischenstopp machen wir aber an der Gedenkstätte Billmuthausen. Hier befand sich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein Rittergut und ein kleines Dorf mit 68 Einwohnerinnen und Einwohnern. Kurz nach Kriegsende enteignete die Sowjetunion neben Kriegsverbrechern und Aktivisten des Nationalsozialismus auch alle Großgrundbesitzer, die mehr als 100 Hektar Land besaßen und damit auch diesen Gutsbesitzer. Als 1952 die Sperrzone der DDR geschaffen wurde, flüchteten 7 Familien mit allem Hab und Gut über die Grenze nach Bayern. Weitere Familien wurden nach und nach zwangsausgesiedelt. Das Dorf wurde 1978 schließlich vollständig abgebaut. Nur der Friedhof durfte nach Protesten der ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner stehen bleiben. Nachdem wir die Ruhe hier in Billmuthausen sehr genossen haben, ist es für uns langsam wieder Zeit, weiterzufahren. Die kleinen Straßen hier am grünen Band sind perfekt für unsere Mopeds und wir kommen gut voran. Unser nächster Stopp führt uns an eine Autobahntankstelle. Normalerweise ein ungewöhnlicher Ort für eine Mopedtour. Aber hier, am ehemaligen Grenzübergang zwischen Eisfeld in Thüringen und Rottenbach in Bayern, steht ein kleiner Wachturm mit einem interaktiven Museum. Auf den 4 Etagen des Turms erfahren wir jede Menge spannende Informationen, die ein wirklich breites Feld abdecken. Vom Alltag in der DDR und BRD bis hin zu einem nachgestellten Fluchtversuch an der Grenze. Hier steht, die Führungsstelle im ehemaligen Grenzturm hatte einen telefonischen Kontakt mit den Beamten in Westdeutschland und umgekehrt. Also die konnten sich einfach mit der direkten Leitung anrufen. Ach krass. Ja, nach unserem Kenntnisstand fand jeden Tag zur festgelegten Zeit um 8:45 Uhr ein gemeinsames Telefonat über Vorkommnisse im Grenzabschnitt Eisfeld-Rottenbach statt. Der genaue Inhalt und Ablauf dieser Gespräche ist uns nicht bekannt und konnte durch uns auch nicht recherchiert werden. Verkehrsunfälle und andere Vorkommnisse mit DDR-Bürgern auf BRD-Gebiet, aber auch Auslösung des Grenzsignalzaunus und unvorhersehbare Ereignisse machten es notwendig, im Zusammenwirken zwischen den Grenztruppen der DDR und dem Bundesgrenzschutz sowie der Polizei der BRD engeren Kontakt herzustellen. Ein Museum an einer Tankstelle ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Sowas könnte es ruhig häufiger geben, um zum Beispiel die Ladezeiten von E-Autos sinnvoll zu nutzen. Wir schwingen uns jetzt aber wieder auf die Mopeds. Auch wenn es ein anstrengender und langer Tag war, in der Abendsonne machen die letzten Kilometer bis zu unserer Unterkunft in Sonneberg nochmal richtig Spaß.
wolltest keinen eigenen Parkplatz. Nee, ich wollte mir mit dir teilen. Schön. Am Ende entscheiden wir uns, dass sich unsere Mopeds alle einen Parkplatz teilen können. Und wir überlegen, was es heute zum Abendessen gibt, damit wir morgen frisch gestärkt in einen neuen Tag starten können. Wir hoffen, ihr schaltet auch wieder ein. Abonniert am besten den Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen.